Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem Online-Programm Beards Talk, beziehungsweise auf Persisch gesagt Gufteguye Paradegan. Ich habe heute wieder einen Gast. Mein Gast heißt Jana Bilimaya und mein Name ist Hassan Siami von Underground Art Academy. Hallo Jana, herzlich willkommen. Hallo Danke, Hassan. danke, dass du unsere Einladung angenommen hast. Und zu Anfang dieser ganzen Gespräch möchte ich dich bitten, dass du dich vorstellst. Viele Leute kennen dich und einige vielleicht auch dich nicht kennen, besser kennenlernen. Ja, Kannst du vielen Dank dir, für die ja, Einladung. Ja, mein Name ist Jana Bilimaya. Ich bin in München geboren, in Deutschland, München, und 2008 nach Wien gezogen und habe dort Kunstpädagogik und Film studiert, bildende mhm. Kunst, und war auch ein Jahr, Auslandsjahr in Istanbul, habe dort studiert und arbeite vor allem in den filmischen Räumen, auch als Kuratorin in einem Filmfestival, und mache selber Kurzfilme. Ich habe auch gelernt, wie man analoge Filme macht. Es gibt eine Filmschule in Wien, Schule für unabhängigen Film. Da habe ich Super 8 und 16 Millimeter gelernt Mhm. und arbeite viel in pädagogischen Projekten und auch in politisch-aktivistischen Projekten. Ich habe selber eine Initiative gegründet in Hamburg, die heißt Gedenken, Erinnern an Semra Ertan. Mhm. Und das war eine Dichterin, die aus der Türkei kam Mhm. in den 60er Jahren, also ihr Vater, und dann kam sie in den 70er Jahren. Und sie hat viele Gedichte geschrieben und ich habe auch einen Kurzfilm über sie gemacht. Und sie ist meine Tante. Also wir haben eine sozusagen familiäre Beziehung auch. Ich habe sie leider nicht kennengelernt. Und jetzt am 24. feiern wir auch oder gedenken wir auch an Semra Ertan. Da ist Gedenktag und wir lesen ihre Gedichte, und sie ist auch in den Öffentlichkeit bekannt durch einerseits ihre Gedichte, jetzt langsam auch, aber in den 80er Jahren hat sie aus einem Protest sich verbrannt gegen Rassismus, und für viele auch migrantische, türkisch-kurdische, arabischsprachige Menschen war das in der Zeit auch sehr präsent. Und wo befindest du dich im Moment, Jana? Ich befinde mich gerade im Moment in München. Seit ein paar Jahren pendel ich viel zwischen München und Wien. Ja, bin auch eigentlich generell viel in Deutschland unterwegs, also in Hamburg wegen der Initiative, in Wien, Berlin viel. Seit einigen Jahren arbeite ich mit dem Haus der Kulturen der Welt zusammen, mache dort auch mit denen pädagogische Projekte und habe jetzt ein Projekt auch, das hat sich leider verschoben, wo ich mit einer Schulklasse arbeite und dem Haus der Kulturen der Welt. Und das nennt sich Schools of Tomorrow. Ich habe da schon bei Schools of Tomorrow 1 mitgemacht. Und da geht es darum, auch Schule neu zu denken. Und was lernen wir, wie können wir Lernen umgestalten. Was für eine Kunstwerk möchtest du heute uns vorstellen? Ja, ich möchte gerne eine ganz neue Arbeit vorstellen. Also zumindest habe ich sie letztes Jahr gemacht. 2019 im Mai ist die Arbeit fertig geworden. Das ist ein Kurzfilm. Da geht es um zwei junge Mädchen aus München auch. Aleyna Osmanoğlu und Susuna Yildiz, die am Olympia-Einkaufszentrum sich aufhalten Mhm. und dort eigentlich über ihre Träume und Gedanken und Hoffnungen, Utopien und auch Ängste und Albträume nachdenken. Und ich habe sie begleitet, wie sie an diesem Ort sind. Und gleichzeitig ist dieser Ort, habe ich den auch deswegen ausgesucht, weil 2016 gab es einen rassistischen Anschlag in München, in dem Olympia-Einkaufszentrum, bei dem 9 vorwiegend junge Menschen Mhm. ähm, mit kurdisch-türkischen Roma-Sinti-Hintergrund, migrantischen Hintergründen und sozusagen umgebracht worden sind, ermordet worden sind. Und ich wollte gerne einen Film machen, der einerseits dort spielt und in dem dieser Ort sozusagen dieses Thema auch aufkommt, aber auch ein Ort, in dem sich junge Menschen diesen Ort wieder zurückerobern und in dem sie auch gestärkt da drinnen sind. Weil ich habe die beiden gefragt und sie haben gesagt, wir wollen nicht nur als Opfer dargestellt werden in diesem Mhm. Film.
Also wir wollen auch stark sein und wir wollen auch zeigen, dass wir da sind. Und das ist vielleicht so für mich auch eine sehr starke Botschaft. Und ein anderer Teil in dem Film ist, spielt auch die Geschichte von Münchens, der sogenannten Gastarbeiter, in Anführungsstrichen, auch ja eigentlich so sozusagen diesen Wort nicht gegendert ist, weil das ist eine sozusagen so eine Terminologie, die ja auch sehr problematisch ist. Man sagt Gäste, aber und so weiter. Und das ist meine eigene Geschichte auch. Mein Großvater kam aus der Türkei in den 60er Jahren. Wir sind mütterlicherseits arabische Aleviten und er hatte dort auch Schwierigkeiten eigentlich, so Job zu finden, weil er politisch sozusagen auch als Aleviten sozusagen eine Minderheit war. So ist es, was ich auch erzählt bekommen habe, warum er auch nach Deutschland gekommen ist. Und meine Mutter hat als einzige in der Familie studiert. Also mein Großvater hat in der Türkei auch viele Ausbildungen gemacht und war sozusagen Facharbeiter. Aber meine Mutter hatte dann in Deutschland, ist in die soziale Arbeit gegangen, hat mich auch seit eigentlich 30 Jahren macht sie Empowering-Arbeit in der Community. Sie ist Kinder- und Jugendlichen-Therapeutin. Auf jeden Fall ein anderer Teil des Filmes ist, meine Mutter hat in den 80er Jahren als Sozialarbeiterin an einem kulturpolitischen Theaterprojekt mitgearbeitet. Das Theaterstück hieß Düşler Ülkesi. Das war auch der Name meiner Ausstellung in Hamburg und das ist auch der Name meines Buches. Ich zeige das kurz. Gerne. Ich habe ein Buch dieses Jahr rausgebracht nach meiner Ausstellung. Auch, das heißt Düşler Ülkesi auch, das Buch. Das heißt Land der Träume. Und dieses Theaterstück, hier sieht man auch, da gibt es Fotos aus diesem Archiv von dem Theaterstück. Und im Film habe ich dieses Theaterstück aufgenommen. Und die jungen Frauen, die zwei, also Susanna und Alena, spielen diese Momente nach von diesen Bildern im Theaterstück. Also sozusagen, das ist dieser Moment, wo die im Land der Träume. Untersuchungen, ne? Dieser so medizinischer Mann hat geschaut, ob die gesund sind, etc. Und genau. Ja, das ist der andere Teil in meinem Film und dann gibt es noch ein Voice-Over, wo sie über eben ihre Träume, Hoffnungen sprechen und das ist, ich nenne es ein YouTube-Gedicht. Das sind alles Kommentare von jungen Menschen oder von Menschen aus dem Internet, von einem Song von Childish Gambino, Redbone, einfach in der Kommentarfunktion von YouTube. Ja. Cool. Und dann, wir können gerne reinschauen. Das Einzige ist, ich habe noch eine Frage, liebe Jana. Ja, wie schaffen wir eine bessere Welt ohne Hass und Zorn? Ohne Mauer, ohne Abschottung? Ja, das ist eine sehr gute, schwierige Frage, auf die ich auch in unterschiedlicher Weise nach Antworten suche und sie vielleicht nicht in einer einzigen Antwort finde, sondern ich finde sie vielleicht in verschiedenen Ansätzen. Ich kann das so beschreiben, dass ich in meiner eigenen Arbeit merke, weil ich auch meine eigene Geschichte erzähle, dass es sehr wichtig ist, dass wir auch beginnen, dass die Leute ihre eigenen Geschichten erzählen und dass nicht andere Menschen oder Institutionen oder Länder über andere Länder sich besser fühlen. Ne? So wie auch diese ganze Kolonialismus angefangen hat, wo auch der Rassismus ein Konstrukt ist von eine Person fühlt sich besser und glaubt dies. Und es ist wirklich interessant, weil das sind so Grundideen und ich begegne sie aber in so vielen Momenten, wo ich merke, bestimmte Menschen werden dann nicht ernst genommen. Und es ist total wichtig, dass die Leute ihre eigenen Geschichten erzählen, ihre eigenen Veränderungen selber machen und auch ihre eigenen Kämpfe machen und wir auch diese Kämpfe kennen und lernen. Ja. Das ist ja schon. Das ist noch, wenn das eine Antwort war. Nee, das wollte ich auch sagen. Das ist der Ansatz von Underground Art Academy, dass die Menschen selber über ihre Geschichte, über ihre Variante, Perspektive erzählen, nicht über den erzählt wird oder interpretiert wird. Vor dem Auftritt noch einmal, liebe Jana, ich hoffe eines Tages, dass wir
vielleicht zusammen näher kommen und gemeinsame Projekte machen können und Sehr gerne. die Sympathie bzw. Solidarität so andere Art und Weise, die wir kennen, so definieren. Und das hoffe ich, dass dadurch wir bessere Welt schaffen können, ohne Hass und Zorn und ohne Grenze und Mauer. Vielen Dank, Das liebe sind Jana. gute Stichpunkte. Ja. Ja. Du, Solidarität und Demokratisierung. Ja, das sind wirklich sehr ja. gute Stichpunkte. This makes me want to brush my toothbrush. This makes me want to predict the past. This makes me want to rob my own bank account. This makes me want to listen to my therapist's problems. This makes me want to arrest the police. This makes me want to put on a pair of books and read glasses. This makes me want to cut my barber's hair. This makes me want to tell depression to kill itself. This makes me want to let the door open me. This makes me want to call 2 cab companies to see who arrives first and take the bus. This wants me to ask Burger King where the closest McDonald's is. This makes me want to tell my boss to get a job. Ja, vielleicht höre ich auch hier auf, weil das ist sozusagen dieses Bild, von dem ich auch gesprochen habe, was unter anderem Teil ist, ne, von dem Theaterstück auch und wo man auch gesehen hat, wo die das sozusagen nachahmen, diese Bilder von aus den 80er Jahren von diesem Theaterstück. Genau. Vielen herzlichen Dank, liebe Jana. Ja, vielen, vielen Dank auch. War mir eine Freude und ja, wir werden uns auf jeden Fall alle bald sehen wieder. Gerne. Liebe Zuschauer, vielen Dank für eures Einschalten und Sie können uns in verschiedenen sozialen Netzwerken einschalten, beziehungsweise YouTube-Kanal gibt es, Instagram und Facebook. Liebe Jana, bleib gesund und ich hoffe, dass deine Lockdown ist langsam zu Ende und deine Alltag wieder beginnt und deine Projekte geht weiter und viel Erfolg und viele Freude. Auf Wiedersehen. Euch das alles zurück. Ciao. Ja, Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ciao.